Viele Gärtner spüren im Übergang vom Winter zum Frühling eine gewisse Unsicherheit. Der Garten beginnt langsam zu reagieren. Erste Veränderungen werden sichtbar und gleichzeitig entsteht das Gefühl, jetzt aktiv werden zu müssen. Man möchte aufräumen, schneiden, lockern, gießen, einfach etwas tun, damit der Garten gut ins Jahr startet. Kennst du das? Die ersten warmen Sonnenstrahlen sind da und alles in ihnen schreit: Ich muss raus in den Garten. Der Rasenmäher wartet schon, der Spaten lehnt griffbereit an der Wand und die Prospekte der Gartencenter versprechen das Paradies auf Erden. Diesen Tatendrang, den kennen wir doch alle. Man will loslegen, endlich wieder Erde unter den Fingernägeln spüren und das winterliche Chaos beseitigen. Aber was, wenn ich dir sage, dass das Wichtigste, was dein Garten jetzt braucht, eine große Portion Geduld ist? Was, wenn das Beste, was wir jetzt tun können, fast nichts ist? In diesem Video zeige ich Ihnen, warum blinder Aktionismus der größte Fehler im Frühling ist und wie du mit Beobachtung und gezielter Zurückhaltung die perfekte Grundlage für ein gesundes, blühendes Gartenjahr schaffen. Bleiben du dran, denn zusammen lernen wir, die Sprache unseres Gartens zu verstehen. Der Juckreiz des Gärtners, die Falle des Aktionismus. Es ist jedes Jahr dasselbe Schauspiel. Kaum ist der letzte Schnee geschmolzen, überkommt uns dieser fast unkontrollierbare Impuls, den Garten frühlingsfit zu machen. Wir sehen das welke Laub, die kahlen Stauden, das unaufgeräumte Beet und unser innerer Ordnungsfanatiker schlägt Alarm. Die Botschaft, die von allen Seiten auf uns einprasselt, lautet: Handeln. Und zwar sofort. Dieser Drang ist absolut menschlich. Nach den langen, grauen Wintermonaten sehnen wir uns nach Farbe, nach Leben, nach Kontrolle. Wir wollen etwas schaffen. Doch genau hier lauert die erste große Falle. Viele dieser gut gemeinten Aktionen, die wir aus reiner Ungeduld viel zu früh im Jahr starten, schaden dem Garten mehr, als sie nutzen. Sie stören empfindliche Prozesse, die gerade erst im Verborgenen begonnen haben. Stellen du sich vor, man reißt du eine Stunde zu früh aus dem Tiefschlaf. Du wären mürrisch und unausgeschlafen. Genau so geht es unserem Garten. Zu frühes Umgraben, Schneiden oder Düngen stört das zerbrechliche Erwachen der Natur und kann Probleme verursachen, die uns den ganzen Sommer über begleiten. Dieser hektische Aktivismus führt oft zu einem Kampf gegen die Natur statt einer Zusammenarbeit mit ihr. Wir zwingen dem Garten unseren Zeitplan auf, anstatt auf seinen Rhythmus zu hören. Das Ergebnis? Mehr Arbeit für uns und oft auch schwächere Pflanzen, ein gestörtes Bodenleben und weniger Widerstandskraft gegen Schädlinge und Trockenheit. Bevor wir also zu Spaten und Schere greifen, schlage ich einen radikal anderen ersten Schritt vor. Einen bewussten, langsamen Rundgang, ganz ohne Werkzeug. Die Kunst des Beobachtens. Die Lösung liegt im Schauen. Vergessen du für einen Moment alle Listen und Ratschläge. Schnappen du sich eine Tasse Kaffee oder Tee und gehen du einfach nur raus. Was wir jetzt tun, ist die wichtigste Gartenarbeit des ganzen Jahres. Wir beobachten. Wir lesen, was die Natur uns schreibt. Lassen du uns zusammen eine Runde drehen. Schauen du auf die Beete. Wo ist der Boden noch dunkel und feucht, vielleicht sogar noch von leichtem Frost überzogen? Fühlen du mal die Erde. Kalt und klebrig? Das ist ein klares Zeichen. Der Boden schläft noch. In ihm bereitet sich ein ganzes Universum von Mikroorganismen, Würmern und Pilzen auf seinen Einsatz vor. Wenn wir jetzt mit dem Spaten hineinstechen, zerstören wir diese feinen Strukturen, die für die Nährstoffversorgung unserer Pflanzen lebenswichtig sind. Wir befördern Unkrautsamen ans Licht und vernichten die Gänge der Regenwürmer, die den Boden belüften. Also, erste Erkenntnis: Nasser, kalter Boden bedeutet: Hände weg vom Spaten. Hier herrscht absolute Ruhepflicht. Jetzt bück dich mal. Siehst du die zarten Spitzen von Krokussen, Schneeglöckchen oder Tulpen? Das sind die wahren Pioniere. Sie zeigen uns, wo der Boden schon etwas wärmer ist und das Leben erwacht. Merken du sich diese Stellen? Vielleicht entdecken du auch schon die ersten, unscheinbaren Blattrosetten von Stauden wie dem tränenden Herz oder Funkchen. Ihre Zurückhaltung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern pure Intelligenz. Du wartest auf ein verlässliches Signal, um nicht von einem späten Frost eiskalt erwischt zu werden. Und das ganze Chaos? Das alte Laub? Die trockenen Stängel vom letzten Jahr?
Schauen wir auch hier genauer hin. Dieses Laub ist keine Unordnung, es ist eine schützende Decke. Eine Mulchschicht, die den Boden vor dem Austrocknen und vor Kälte bewahrt. Sie ist das Winterquartier für unzählige Nützlinge wie Marienkäfer, die bald unsere ersten Blattläuse zum Fressen gern haben werden. In den hohlen Stängeln alter Königskerzen haben vielleicht Wildbienen ihre Kinderstube eingerichtet. Wenn wir jetzt alles sauber machen, nehmen wir diesen Helfern ihr Zuhause und dem Boden seine Nahrung. Zweite Erkenntnis: Was wie Unordnung aussieht, ist oft ein perfekt funktionierendes Ökosystem. Und horch mal, hören du das Summen der ersten Hummelköniginnen? Sie sind auf verzweifelter Suche nach Nahrung. Frühblüher wie Krokusse sind für Du überlebenswichtig. Ihre Anwesenheit sagt uns, das Nahrungsnetz erwacht. Dieser Beobachtungsgang verändert alles. Statt einer Liste von Aufgaben haben wir jetzt eine Karte der echten Bedürfnisse unseres Gartens. Wir wissen, wo der Boden noch Ruhe braucht, wo das Leben schon pulsiert und wo unsere Hilfe eigentlich eine Störung wäre. Und aus diesem Wissen leiten sich nun die wenigen, aber wirklich wichtigen Handlungen ab. Gezielte Maßnahmen, die weniger ist mehr, Handlungen. Nachdem wir unseren Garten gelesen haben, können wir loslegen, aber nicht aus Ungeduld, sondern mit Bedacht und Präzision. Es geht nicht darum, nichts zu tun, sondern darum, das Richtige zu tun. Sanfte Bodenpflege statt brutalem Umgraben. Anstatt das ganze Beet umzugraben, konzentrieren wir uns nur auf die Stellen, wo wir bald etwas pflanzen wollen. Und selbst hier, lockern, nicht wenden. Nehme eine Grabegabel, stechen tief in die Erde und bewegen sie sanft vor und zurück. So kommt Luft in den Boden, aber die wertvollen Schichten bleiben intakt. Die Mikroorganismen werden es ihnen danken. Wenn du Kompost haben, ist jetzt der perfekte Moment, eine dünne Schicht auf die Beete zu sieben und nur oberflächlich einzuarbeiten. Das ist wie ein gesundes Frühstück für das Bodenleben, das die Organismen sanft aufweckt. Das alte Laub als Schatz behandeln. Rächen du das Laub nicht einfach weg. Wo Stauden schon austreiben, ziehen wir es vorsichtig zur Seite, damit du Licht bekommen. Auf den noch kahlen Flächen dazwischen lassen wir es aber liegen. Es wirkt weiter als Mulch, unterdrückt Unkraut und wird langsam zu wertvollem Humus verarbeitet. Kostenlose Bodennahrung. Nur Laub von Pflanzen, die letztes Jahr krank waren, zum Beispiel Rosen mit Sternrußtau, sollten du konsequent entfernen. Ansonsten ist es pures Gartengold. Der gezielte Schnitt. Geduld ist eine Gärtnertugend. Die Schere juckt in den Fingern, ich weiß. Aber Vorsicht, der größte Fehler ist der zu frühe Rückschnitt von frostempfindlichen Pflanzen wie Rosen oder Hortensien. Die alten Triebe sind ein natürlicher Frostschutz. Ein zu früher Schnitt regt zum Austrieb an und diese neuen, zarten Triebe erfrieren beim nächsten Frost. Warten du mit dem Rosenschnitt, bis die Forsythien blühen. Das ist eine altbewährte und absolut verlässliche Gärtnerregel. Viele trockene Staudenstängel können du jetzt abschneiden, aber lassen du doch in einer Ecke ein paar hohle Stängel als Insektenhotel stehen. Wässern mit Verstand. Auch wenn es noch kühl ist, kann der Boden austrocknen, besonders in Töpfen. Immergrüne Pflanzen wie Rhododendron verdunsten auch im Winterwasser und können bei gefrorenem Boden regelrecht verdursten. Mache die Fingerprobe, fühlt sich die Erde trocken an, gießt du an einem frostfreien Tag einmal durchdringend, aber selten. Tägliches Schlückchen gießen ist schädlich, weil es die Wurzeln verweichlicht. Siehst du den Unterschied? Wir reagieren auf das, was wir sehen, anstatt blind ein Programm abzuspulen. Wir arbeiten mit der Natur, nicht gegen du. Das ist der Kern des Weniger ist mehr Prinzips. Eine Partnerschaft, kein Diktat. Was dein Garten jetzt also wirklich braucht, ist kein Rundumschlag, sondern dein geschulter Blick und deine geduldige Hand. Er braucht einen Gärtner, der versteht, dass die wichtigste Arbeit im Verborgenen geschieht. Im Boden, in den Wurzeln und bei den überwinternden Nützlingen. Indem wir dem Garten im Frühling Zeit geben, sich in seinem eigenen Tempo zu entfalten, legen wir den Grundstein für robuste, gesunde Pflanzen. Wir sparen uns nicht nur unnötige Arbeit, sondern gewinnen auch etwas viel Wertvolleres, eine tiefere Verbindung zu unserem grünen Reich und den Rhythmen der Natur. Die hektische Zeit des Pflanzens und Säens kommt noch früh genug, keine Sorge. Aber diese ruhige Phase des Beobachtens und der sanften Unterstützung,
die legt das Fundament für die große Symphonie des Sommers. Ich hoffe, dieser etwas andere Blick auf die Gartenarbeit im Frühling hat dir ein paar neue Ideen gegeben. Wie machen du das? Gehören du eher zu den Ungeduldigen oder praktizieren du schon die Kunst des Abwartens? Schreiben du deine Erfahrungen und Gedanken doch mal in die Kommentare. Ich lerne immer wieder gerne dazu. Wenn dir diese naturverbundene Art des Gärtnerns gefällt, in ein paar Wochen, wenn der Boden dann wirklich bereit ist, zeige ich dir die nächsten konkreten Schritte. Wie wir die Beete für die Aussaat vorbereiten und das erste Gemüse ins Freiland bringen. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude beim Beobachten des Erwachens in deinem eigenen Garten. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.